In einer fernen Welt namens Ardia leben die Kräfte des Guten und des Bösen in ständigem Konflikt. Die dunkle Macht wird vom bösen König Isiron und seiner furchterregenden Armee von Monstern kontrolliert, während die freien Menschen und ihre Verbündeten sich ihnen entgegenstellen, angeführt vom edlen König Aragorn und einer Gruppe tapferer Helden. Die Geschichte beginnt, als ein alter magischer Ring entdeckt wird, bekannt als der Ring der Macht. Es wird gesagt, dass er immense Kraft besitzt und die Fähigkeit hat, über die 3 Reiche zu herrschen: die Erde, den Himmel und das Meer. König Aragorn erfährt, dass Isiron diesen Ring erlangen will, um die gesamte Welt zu beherrschen. Deshalb entscheidet er sich für eine gefährliche Reise, um den Ring zu zerstören und die Erde vor den dunklen Mächten zu retten. Aragorn wird von einer vielfältigen Gruppe von Helden begleitet: dem mutigen Zwerg Druin, der schönen Zauberin Lendra, dem starken barbarischen Krieger Ragnar und der genialen Fee Aira. Sie müssen gefährliche Gebiete durchqueren und sich furchterregenden Monstern und magischen Herausforderungen stellen, um den Berg des Feuers zu erreichen, wo der verfluchte Ring zerstört werden kann. Auf ihrer Reise begegnen sie zahlreichen Herausforderungen, dunklen Soldaten, die versuchen, sie zu behindern, verworrenen Waldlabyrinthen und verzauberten Kreaturen, die sie dazu verleiten wollen, ihre Mission aufzugeben. Die tapferen Helden finden unerwartete Unterstützung von verschiedenen Völkern in Ardia, einschließlich der kleinen Feen und weisen Elfen. Im Laufe der Zeit lernen die Helden die Kraft der Freundschaft und des Opfers kennen und entdecken verborgene Stärken in sich selbst. Sie erleben Abenteuer und harte Konfrontationen, aber sie halten an ihrem Ziel fest. Schließlich erreichen sie den Berg des Feuers, wo sie Isiron und seine riesige Armee konfrontieren müssen. Es entbrennt eine entscheidende Schlacht im Berg des Feuers, bei der alle Kräfte der Helden mobilisiert werden, um den Monstern der Dunkelheit entgegenzutreten. Aragorn und seine Gefährten gelingt es, trotz der Widrigkeiten den Ring zu zerstören und die Herrschaft des bösen Isiron zu beenden, indem sie Hoffnung und Licht nach Ardia zurückbringen. Als die tapferen Helden in Ardia es schafften, den Machtzirkel zu zerstören und Frieden in das Königreich zurückzubringen, lauerten immer noch böse Kräfte im Dunkeln, die auf die richtige Gelegenheit warteten, um zurückzukehren und Rache zu nehmen. Trotz ihres Sieges gab es Anzeichen dafür, dass eine nahende Bedrohung die Zukunft von Ardia gefährdete. In den fernen Landen ist ein böser Zauberer namens Malikab auf der Suche nach den verlorenen Kräften, die Isiron und seine Armee wiederbeleben können. Mit seiner mächtigen magischen Fähigkeit sucht Malikab nach alten Waffen und bösen Seelen, um sein dunkles Ziel zu erreichen. Zur gleichen Zeit spüren Aragorn und die tapferen Helden die zurückkehrende böse Macht, die sich in Ardia einschleicht. Sie erkennen, dass der Kampf noch nicht vorbei ist und dass sie sich auf die neue Bedrohung vorbereiten müssen. Sie formen ein neues Bündnis aus Nationen und Helden in Ardia, um Malikab und seine Armee entgegenzutreten. Die Suche nach Malikab und seinem bösen Einfluss beginnt. Sie reisen durch gefährliche Länder, düstere Waldlabyrinthe und trostlose Wüsten. Sie stehen bösen Kreaturen und magischen Hindernissen entlang des Weges gegenüber. Die Helden arbeiten zusammen und nutzen ihre einzigartigen Fähigkeiten, um Herausforderungen zu überwinden und in ihrer Reise voranzukommen. In der Zwischenzeit entdecken sie, dass Malikab daran arbeitet, alte böse Kräfte zu erwecken und sich mit ihnen zu verbünden. Es entbrennen erbitterte Kämpfe zwischen den Helden und den bösen Kreaturen, während sie tapfer und entschlossen kämpfen, um Malikabs dunkles Ziel zu vereiteln. Die Ereignisse und Konfrontationen nehmen ihren Lauf und der Konflikt eskaliert. Es stellt sich heraus, dass die bösen Kräfte, die Malikab wiedererwecken möchte, die Erwartungen der Helden übertreffen. Sie erkennen, dass dieser Kampf größere Opfer und stärkere Kräfte erfordert. Während die tapferen Helden weiterkämpfen, tritt eine mysteriöse Figur namens Ilaria auf. Ilaria besitzt starke magische Kräfte und Wissen über alte Angelegenheiten. Ilaria schließt sich dem Bündnis an und liefert entscheidende Informationen über Malikabs Schwächen und Möglichkeiten, ihn zu besiegen. Ilaria enthüllt, dass es einen Weg gibt, Malikabs böse Kräfte einzufrieren und ihn zu schwächen.
Die Helden arbeiten mit Ilaria zusammen, um einen soliden Plan auszuarbeiten, um Malikab anzugreifen und ihn endgültig zu besiegen. Der Plan wird umgesetzt und eine entscheidende Schlacht entbrennt in Malikabs böser Festung. Die Helden kämpfen gegen eine gewaltige Armee des Bösen, bleiben jedoch stark und entschlossen, erfolgreich zu sein. Sie nutzen ihre einzigartigen Fähigkeiten und geniale Taktiken, um den Angriffen der Feinde standzuhalten und ihre Streitkräfte zu zerstören. Am Ende gelingt es den Helden, das Herz der Festung zu erreichen, wo sie sich Malikab in einem entscheidenden Kampf stellen. Sie tauschen mächtige Schläge aus und zeigen eine unermessliche Tapferkeit. Dank ihrer Zusammenarbeit und dem Vertrauen ineinander gelingt es ihnen, Malikab zu besiegen und ihn einzufrieren. Der Frieden kehrt nach Ardia zurück und die bösen Kräfte, die das Königreich bedrohten, verschwinden. Die Menschen feiern den Sieg der Helden und drücken ihre Dankbarkeit für ihren heldenhaften Einsatz aus. Die zerstörten Länder werden wieder aufgebaut und Sicherheit und Frieden werden im Königreich gestärkt. Ardia blüht und entwickelt sich weiter dank der Zusammenarbeit und Tapferkeit der Helden. Sie bleiben wachsam, um das Königreich zu schützen und sich neuen Bedrohungen zu stellen, bereit, sich neuen Abenteuern und Herausforderungen zu stellen. Die Legende der tapferen Helden von Ardia wird weiterleben und als Inspiration für kommende Generationen dienen. Nach dem endgültigen Sieg über Malikab und der Wiederherstellung des Friedens in Ardia beschlossen die tapferen Helden, einen starken Bund zu gründen, der das Königreich vor möglichen zukünftigen Bedrohungen schützen sollte. Dieser Bund erhielt den Namen Wächter von Ardia und die prominenten Helden wurden als Anführer und Berater des Bundes ernannt. Die Wächter von Ardia arbeiten daran, die Völker und Nationen in den umliegenden Ländern zu vereinen und eine starke Allianz zur Bekämpfung jeder aufkommenden Gefahr zu bilden. Es wurde eine riesige Zentralbasis errichtet, die durch magische Schilde und fortschrittliche Technologie geschützt wird. Und diese Basis dient als Hauptquartier für das Training und die Koordination der Mitglieder des Bundes. Die Wächter haben fortschrittliche Trainingsprogramme entwickelt, um junge, talentierte Menschen auszubilden, die außergewöhnliche Fähigkeiten im Kampf und in der Magie zeigen. Viele neue Helden wurden entdeckt und in die Reihen der Wächter aufgenommen, wo ihnen harte Trainingseinheiten und echte Schlachten die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und ihre Fertigkeiten zu stärken. Im Laufe der Zeit wurde die Wächterschaft nicht mehr nur zur Verantwortung der ursprünglichen tapferen Helden, sondern auch zu einer Chance für ambitionierte Jugendliche, um dem Bund beizutreten und ihm zu dienen. Es wurden Zweigstellen des Bundes im ganzen Land gegründet und diese Zweigstellen arbeiten daran, die Dörfer und Städte zu schützen, den Menschen bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen und den Frieden zu bewahren. Es wurden Erkundungs- und Aufklärungsteams gebildet, um die umliegenden Gebiete von Ardia zu erkunden und mögliche Bedrohungen zu identifizieren. Die Mitglieder der Wächter arbeiten zusammen in Aufklärungsmissionen und Spezialaufgaben, um Verbrechen zu bekämpfen und dunkle Gebiete zu säubern. Die Reise der Wächter in Ardia kennt kein Ende, da sie sich neuen Herausforderungen und mächtigen Feinden stellen. Der Bund wächst stetig und wird zu einer bedeutenden Macht in der Welt. Die Wächter verkörpern Tapferkeit, Opferbereitschaft und innere Stärke, die sie dazu befähigen, weiterhin für Gerechtigkeit und Freiheit einzutreten. So geht die Geschichte der Wächter von Ardia weiter, im Kampf gegen das Böse und dem Schutz der Unschuldigen, und ihre Heldentaten bleiben für immer in den Herzen der Menschen und in der Geschichte von Ardia verewigt. Die Geschichte der Wächter von Ardia dient als Inspiration für zukünftige Generationen, die durch die Herausforderungen und Erfolge der Wächter die Werte von Tapferkeit, Opferbereitschaft und Gerechtigkeit erlernen. Im Laufe der Zeit werden die ehemaligen Wächter mit Statuen und Denkmälern in Ardia geehrt, und ihre Legenden werden zu einem integralen Bestandteil des Erbes des Königreichs. Die Geschichte der Wächter von Ardia bleibt in den Herzen der Menschen lebendig und inspiriert Mut, Zusammenarbeit und den Kampf für das Gute. So wird der Bund und die epische Geschichte der Wächter von Ardia vervollständigt, während sie weiterhin das Königreich und die Welt vor dem Bösen und der Dunkelheit schützen und auf ihrem Weg nach Frieden und Gerechtigkeit voranschreiten. An einem Tag brach eine mysteriöse Welle der Dunkelheit voller Bosheit über Ardia herein. Das Land wurde von schrecklichen Angriffen dunkler Mächte heimgesucht, als böse Kreaturen auftauchten und die Anhänger von Malikab, die nach Rache strebten.
Dörfer und Städte waren in Panik und Chaos versetzt. Die Wächter von Ardia versuchten, diesen erschreckenden Bedrohungen entgegenzutreten, aber sie stießen auf enorme Schwierigkeiten. Ihre Kräfte schwindeten und waren gegenüber den dunklen Armeen machtlos. Einige Mitglieder der Wächter wurden entführt und zu Anhängern der Dunkelheit gemacht. Und Chaos und Schrecken breiteten sich überall aus. Die tapfere Anführerin der Wächter, Eliana, versucht sich diesem wachsenden Bösen entgegenzustellen. Sie begibt sich mit einer kleinen Gruppe verbliebener Helden auf eine gefährliche Reise, um nach alten und mächtigen Artefakten namens Seelenlicht zu suchen. Es wird gesagt, dass diese Artefakte die Fähigkeit haben, die Dunkelheit zu besiegen und den Frieden in Ardia wiederherzustellen. Sie müssen ihre persönlichen Ängste überwinden und sich den bösen Monstern und tödlichen Fallen auf ihrer Reise stellen. Sie begegnen verlassenen Türmen und dunklen Wäldern, in denen Geister und dämonische Kreaturen hausen. Misstrauen und Verrat verfolgen sie, während schreckliche Szenen und unheimliche Geräusche in ihren Ohren widerhallen. Der Konflikt verschärft sich, je weiter sie auf ihrer Reise voranschreiten, denn sie entdecken, dass die Dunkelheit die verborgene Kraft in Ardia nutzt, um ihre Stärke zu erhöhen. Sie müssen epische Schlachten gegen die Anführer der Dunkelheit und ihre furchterregenden Anhänger führen. Heftige Kämpfe entbrennen auf einer Brücke aus Dunkelheit, während die Helden Mut und Opferbereitschaft zeigen, um den Sieg zu erringen. Die Zeit vergeht und die Wächter kommen der Seelenlicht immer näher, doch die Dunkelheit wird stärker und aggressiver. Die Wächter müssen ihre Angst und Verzweiflung überwinden und an ihre innere Stärke glauben. Der endgültige Kampf entbrennt in der Halle der Seelen, in der sie Malekab selbst gegenüberstehen, die Person, die sie in diese schreckliche Dunkelheit gelockt hat. Die Helden stehen einem riesigen Monster gegenüber, das die Kräfte der Dunkelheit kontrolliert, und tauschen heftige Schläge aus, während die gefangenen Seelen schreien. Sie erleiden schwere Verletzungen und ihre Kräfte brechen unter der Last des Bösen, das Malekab verkörpert, zusammen. In einem entscheidenden Moment spürt Eliana etwas in sich pulsieren, das mit Licht und Kraft erfüllt ist. Sie ruft die Macht des Glaubens und des verborgenen Mutes in sich selbst hervor, um eine unerwartete Wendung herbeizuführen. Eliana verwandelt sich in eine strahlende Lichtgestalt und erlangt eine beispiellose Fähigkeit, das Seelenlicht zu nutzen. Eliana entfesselt erstaunliche Angriffe des Lichts auf Malekab und seine Anhänger und der endgültige Kampf beginnt. Die Stimmen und das Getöse in der dunklen Halle werden lauter, während die Dunkelheit unter der Macht des strahlenden Lichts schwindet. Malekab und seine Anhänger brechen zusammen und verschwinden in der Luft, während Frieden und Licht nach Ardia zurückkehren. Das Land feiert den Sieg der Wächter und ihre Tapferkeit und bewundert Eliana und die anderen Helden, die dem Bösen trotzen und Sicherheit wiederherstellen. Die Legende der Wächter von Ardia wird von Generation zu Generation weitererzählt und Eliana wird zum Symbol der Hoffnung und Tapferkeit in den Gesichtern der jungen Leute. Dennoch bleiben noch viele Fragen offen. Wie konnte Malekab so viel Macht erlangen? Wer oder was stand hinter seiner Transformation in ein Wesen der Dunkelheit? Gibt es noch weitere Abenteuer für die Wächter von Ardia? Diese Fragen können in zukünftigen Geschichten und Fortsetzungen erkundet werden, um die Welt von Ardia weiterhin zu erkunden und neue Herausforderungen für die tapferen Helden zu schaffen. In den Folgen der Niederlage von Malekab setzten sich die Spuren der Dunkelheit fort und verfolgten die Wachen von Ardia und die Bewohner des Landes. Überall im Königreich ereigneten sich mysteriöse Vorfälle. Pflanzen welkten, Quellen trockneten aus und die Erde spiegelte ihre gegenteilige Realität wider. Seltsame Stimmen hallten aus den dunklen Wäldern und die Dorfbewohner verschwanden auf mysteriöse Weise. Inmitten dieser aufsteigenden Dunkelheit verspürt Eliana tiefe Besorgnis. Sie weiß, dass es andere böse Kräfte gibt, die auf die richtige Gelegenheit warten, um Ardia zu ergreifen. Eliana und die tapferen Wachen versammeln sich, um nach Hinweisen und Informationen zu suchen, um dieses furchterregende Rätsel zu lösen. Die Wachen entdecken, dass es inmitten des dunklen Waldes ein altes Tempel gibt, das ein wichtiges Geheimnis verbirgt. Es heißt, dass es dunkle Kräfte beherbergt, die nur durch das Opfer einer Person überwunden werden können. Eliana und die tapferen Wachen beschließen, in den Tempel zu wagen und die verborgene Wahrheit aufzudecken.
Angst erfüllt sie, als sie den verlassenen Tempel betreten, in dem sie auf dämonische Statuen und tödliche Hindernisse stoßen. Sie durchqueren dunkle Korridore, gefüllt mit Geistern und bösen Kreaturen, die ihre Reise sabotieren wollen. Sie stoßen auf komplexe Rätsel und tödliche Fallen, aber sie trotzen der Gefahr und setzen ihren Weg fort. Die Wachen erreichen schließlich den Saal der Dämonen, wo Dunkelheit und Böses in furchterregender Weise präsent sind. Sie bemerken eine massive Statue eines mächtigen Dämons, der auf seinem furchteinflößenden Thron sitzt. Die Wachen müssen sich dem Dämon stellen und in eine epische Schlacht zwischen Licht und Dunkelheit eintreten. In einem entscheidenden Moment entscheidet sich einer der Wachen dazu, sich selbst zu opfern, um das Licht nach Ardia zurückzubringen. Er stürzt sich in den dunklen Abgrund und stellt sich dem Dämon und den Kreaturen der Dunkelheit. Das Licht dringt langsam in den Saal ein und die Dämonen schwinden in der Luft. Letztendlich triumphiert das Licht und Leben und Frieden kehren nach Ardia zurück. Die Dorfbewohner feiern den Sieg der Wachen und ihr Opfer, und der Wächter, der das größte Opfer gebracht hat, wird geehrt. Doch die Geschichte ist nach diesem scheinbaren Sieg noch nicht vorbei. Während sich die Menschen darauf vorbereiten, die Rückkehr des Friedens zu feiern, manifestieren sich neue Zeichen des Bösen in der anhaltenden Dunkelheit. Entsetzliche Geister kehren zurück und bösartige Kreaturen tauchen in der dunklen Nacht auf. Eliana und die Wachen erkennen, dass der Kampf noch nicht vorbei ist und sie sich einem noch größeren und mächtigeren Bösen stellen müssen als je zuvor. Sie trotzen der aufsteigenden Dunkelheit und suchen nach neuen Wegen, um sie zu besiegen. Die Wachen begeben sich in eine verbotene Gegend tief im Wald, von der gemunkelt wird, dass sie ein geheimes Tor zur Unterwelt birgt. Sie glauben, dass sie dem Bösen an seinen wahren Wurzeln gegenübertreten müssen, um diesem fortwährenden Horror ein Ende zu setzen. Die Wachen stehen neuen Gefahren und furchterregenden Monstern auf ihrer Reise in die Unterwelt gegenüber. Sie finden sich in dunklen Korridoren wieder, die von bösartigen Geistern und dämonischen Kreaturen erfüllt sind. Sie trotzen der Gefahr und arbeiten zusammen, um am Leben zu bleiben und das verbotene Tor des Bösen zu erreichen. Als sie das dunkle Tor erreichen, spüren sie den wahren Schrecken, in seiner Nähe zu sein. Es strahlt eine unheilvolle und terrorisierende Energie aus, die ihre Existenz erschüttert. Sie trotzen der Angst und öffnen das Tor, bereit, sich dem furchterregendsten Bösen zu stellen, das auf sie wartet. Die tapferen Wachen betreten die Unterwelt und stellen sich dem stärksten und wilden Bösen. Sie spüren, wie die dunkle Macht versucht, sie in den Abgrund zu ziehen, aber sie kämpfen weiterhin mutig und mit aller Kraft. Der Horror und die Spannung steigern sich mit jedem Moment der furchterregenden Schlacht. Im entscheidenden Moment entdecken die tapferen Wachen eine Schwachstelle in der Macht des Bösen. Sie arbeiten zusammen und versetzen dem Bösen einen entscheidenden Schlag in dem Versuch, diesen furchterregenden Albtraum zu beenden. Licht strahlt aus ihren Herzen und sie besiegen die letzten Überreste der Dunkelheit. Frieden und Licht kehren endlich nach Ardia zurück. Das Leben nimmt seinen normalen Zustand wieder an und die Menschen feiern den Sieg und die Heldentaten der Wachen. Das Opfer der tapferen Wache wird geehrt. Und so endet unsere epische Geschichte in der Welt von Ardia. Einheit und Tapferkeit haben die Dunkelheit besiegt und Frieden und Sicherheit auf die Erde zurückgebracht. Die Reise war voller Abenteuer und Herausforderungen, aber dank der Kraft der Freundschaft und des Glaubens wurde der Sieg errungen. Wir möchten uns bei Ihnen allen für das Anschauen dieses Videos und das Verfolgen unserer Geschichte bedanken. Wir schätzen Ihre kontinuierliche Unterstützung und Ermutigung. Wenn Ihnen die Geschichte und das Video gefallen haben, abonnieren Sie bitte unseren Kanal, drücken Sie den Gefällt mir-Button und aktivieren Sie die Benachrichtigungsfunktion, um über neue Inhalte informiert zu werden. Wir sind Ihnen allen dankbar und hoffen, dass Sie in Zukunft noch mehr Spaß an Abenteuer- und Fantasiegeschichten haben werden. Wir versprechen, Ihnen immer unterhaltsame und fesselnde Inhalte zu bieten. Nochmals vielen Dank und wir hoffen, Sie bald in unseren kommenden Videos zu sehen. Bleiben Sie inspiriert und kreativ.